Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. So, heute nicht viel heißer Brei. Wir starten direkt in die Legung und zwar möchte ich wissen, was ist jetzt gerade wichtig für dich, beziehungsweise was solltest du jetzt unbedingt wissen? Kleines Hexentarot am Start. Oh. So. Was haben wir hier? Die 3 der Stäbe sind als erstes gefallen und die Gerechtigkeit. Als nächstes die 6 der Münzen und das Gericht zusammen. Und dann, ach, so viele. Okay, egal, nehmen wir. Dann sind auch zusammengefallen die 4 der Schwerter, der Page der Schwerter und das Ass der Stäbe. Tada! Was haben wir unterm Deck? Das Ass der Schwerter. Okay. Ich habe hier so ein bisschen unterschiedliche Szenarien, aber starten wir einfach mal rein. Es geht um Entscheidungen, es geht um Durchbrüche, es geht um Erkenntnisse und Offenbarungen. Eventuell steckst du in einer Situation, in der du auf etwas wartest, beziehungsweise du erwartest etwas. Das scheint aber nicht ganz so vonstatten zu gehen, wie du dir das wünschst, beziehungsweise wie du etwas erwartest. Es gibt eine gewisse Vorstellung. Es spielt keine Rolle, in welchem Bereich, um welches Thema es sich hier handelt. Du weißt am besten selbst, was gerade Sache ist bei dir, was los ist, worauf du wartest. Bist du in einer Art Warteschleife eventuell? Das Warten auf Gerechtigkeit, das Warten auf Ausgleich, das Warten vielleicht auch darauf, dass jemand seine gerechte Strafe bekommt, beziehungsweise seine Rechnung dafür erhält. Oder wartest du auf eine Zusage für eine Wohnung, einen Job oder sonstiges, oder erwartest du eine Absage, was auch immer es hier ist. Es wird dir einige Erkenntnisse bringen, es wird dir helfen, eine Entscheidung zu treffen, kommt aber eventuell komplett anders, als du es dir denkst. Wir haben hier eine Form von Gerechtigkeit und Karma drin. Aber wie gesagt, das, was du dir darunter vorstellst, das ist ein anderer Weg. Deswegen sage ich hier ganz klar, fixier dich bitte nicht auf deine Gedanken, auf deine Wünsche diesbezüglich, also in Bezug auf eine bestimmte Person oder in Bezug auf eine Situation, auf ein Ereignis, okay, spielt überhaupt keine Rolle. Zieh dich zurück, nimm dich raus, beobachte, schau, was hier passiert, schau, was um dich herum geschieht. Lass dich davon, wie komme ich immer auf diese Wörter? Lass dich davon entzünden. Ja, es tut mir leid, das war das, was gerade so in meinen Geist kam. Es warten neue Ideen auf dich. Kennst du das? Zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal das Thema Beruf, Berufung. Du hast eine gewisse Vorstellung, du möchtest in eine gewisse Richtung gehen, wartest hierbei vielleicht auf gewisse Hinweise, Botschaften, Nachrichten, dass du quasi diese Pläne, diese Projekte, diese Ideen weiterverfolgen kannst. Und dabei ist es gar nicht das, was für dich bestimmt ist. Stattdessen wartet hier was ganz anderes auf dich und definitiv auch was viel Besseres. Warum? Weil wir manchmal so in unserem Kopf drin sind, so in unseren, ich nenne es jetzt mal Ego-Wünschen, ja, wenn man sich etwas einbildet und das will man haben und am besten gleich und so fort. Und das wäre aber gar nicht gut für uns. Und warum erkennen wir das nicht? Weil wir meistens viel zu nah an einer Sache stehen, viel zu sehr in einer Situation involviert sind. Deswegen ist es so wichtig, oftmals einen Schritt zurückzugehen
oder ein paar Schritte sogar zurückzugehen, um das gesamte Bild wieder zu betrachten. Ich meine, ist klar, wenn man hier so vor einem Gemälde steht, dann erkennt man vielleicht das ein oder andere Detail, aber das war es dann auch schon. Zu unserem Leben gehört dieses Gesamtbild und das Gesamtbild möchte betrachtet werden, damit man auch in die Akzeptanz gehen kann und in das Vertrauen, dass alles, wie es geschieht, seine Richtigkeit hat. In irgendeiner Form. Egal wie schlimm es für den Moment für dich ist oder wie unangenehm oder wie sehr es vielleicht gegen deine eigenen persönlichen Wünsche spricht. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Warten auf etwas dich ziemlich erschöpft, obwohl ein Teil in dir bereits weiß, dass dieses oder jenes nicht so sein soll oder nicht so kommen wird. Hier braucht es wieder so ein bisschen mehr Leichtigkeit. Du bist der Hauptakteur in diesem Theaterspiel des Lebens. Du bestimmst, wo es hingeht. Und bei den einen oder anderen habe ich hier dieses Festsitzen. Ich bleibe jetzt hier stehen, ich bleibe jetzt so lange da, bis sich etwas ändert. Aber wir selbst können nur die Veränderung sein. Das kommt mir auch so ein bisschen so vor. Kennst du das früher, als es noch keine Handys gab? Ja, da hat man auf einen Anruf gewartet, aber wie hat man gewartet? Man hat das Haus nicht verlassen, ja, man ist einfach nicht rausgegangen, weil man wusste, okay, irgendwann heute kommt dieser Anruf oder man hat gehofft vielleicht, dass irgendein Anruf kommt. Also sind ganz viele von uns wahrscheinlich neben dem Telefon gesessen und haben uns irgendwie abgelenkt oder beschäftigt und alle paar Sekunden mal auf das Telefon geblickt, in der Hoffnung, dass es denn jetzt endlich mal klingelt. Also eigentlich total, wie viel Lebenszeit geht da an einem vorüber, ja? Ich meine, klar, wenn man einen Anruf erwartet, dann kann man eigentlich ganz gechillt sein, weil der Anruf wird so oder so kommen. Aber wenn man aus seinen eigenen Träumen her oder Wünschen da sitzt, weil man sich einen Anruf wünscht und dieser Anruf kommt aber einfach nicht, dann ist das ziemlich uncool, ziemlich ermüdend, ziemlich erschöpfend, ziemlich runterziehend. Ja gut, ist ja wurscht, heutzutage ja mit Handy hin und her, man ist ja immer up to date, ja, egal wo man ist, egal was man macht, wenn jemand einen erreichen will, dann ist man auch erreichbar, in den meisten Fällen. Ja, weiter im Text. So oder so. Ich habe vorhin ja gesagt, hier warten Erkenntnisse und Offenbarungen auf dich, beziehungsweise also bei den einen, die kriegen gewisse Hinweise, bei anderen wiederum ist es so, dieser Weg oder dieses Warten ist gerade noch notwendig, um eine Entscheidung zu treffen. Um eine Entscheidung zu treffen, die in eine komplett andere Richtung führt, als dorthin, wovon man bisher wahrscheinlich geträumt hat oder wie man sich das bisher gewünscht hat. Ja. Holen wir dazu gleich noch eine Seelenbotschaft ab. Ich weiß, es ist einfach zu sagen, mach dir keinen Kopf, bleib im Vertrauen, es wird sich alles lösen, es wird sich alles fügen. Wenn man selber so in einer Situation involviert ist, vielleicht eine schmerzhafte und sehr unangenehme Situation sogar noch, dann ist es leichter gesagt als getan. Nichtsdestotrotz, in gewissen
Situationen kann man einfach nichts erzwingen. Man kann sich nichts man kann es sich nicht hinmanipulieren oder ähnliches. Manchmal, ist doof gesagt, nein, man hat eigentlich die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind, auch wenn man sich's anders gewünscht hätte. Und man sollte einfach weitergehen. Egal wie schwer es manchmal ist, egal wie unangenehm es manchmal ist. Ja, und viele Sachen, viele Situationen sind mit Schmerz verbunden, gerade in Bezug auf Personen. Wenn man sich vielleicht wünscht von einer Person, dass sie auf einen zukommt, dass sie sich anders verhält oder sonstiges, das können wir nicht beeinflussen, beziehungsweise nur bis zu einem bestimmten Grad. Und wenn dieser Mensch sich aber dazu entscheidet, andere Wege zu gehen, dann können wir tun und lassen, was wir wollen. An dieser Entscheidung wird sich nichts ändern. Deswegen ist es immer wichtig, und das kam jetzt aber rausgeschossen, deswegen ist es immer so wichtig, einfach sich reinzuspüren in diese eigene Intuition, in das eigene Sein und die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, wir haben die Klarheit bekommen. Hallo? Sieht man das? So, ich hoffe, man erkennt es einigermaßen. Das ist mit dem Licht, passt es gerade nicht so. Kristallklare Entscheidungen, Klarheit hat auch etwas mit Reinigung zu tun. Wie ich vorhin schon gesagt habe, dass der Umstand, die Situation, wie sie aktuell ist, auch wenn du gerade dich in einer Art Warteschleife befindest, ist wichtig. Wichtig hierbei ist aber auch, dass man sich damit beschäftigt, um diese Klarheit zu erlangen. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass man hier sitzt, ja, neben dem Telefon und einfach versucht, sich abzulenken und nicht drüber nachdenkt und einfach weiter wartet. Nein, es ist auch wichtig zu reflektieren. Es ist wichtig, in den Konflikt zu gehen, bezüglich dieser Situation oder einer oder mehrerer anderer Personen. Es ist so wichtig, sich damit zu beschäftigen, um Lösungen zu finden, um gewisse Emotionen auch an die Oberfläche kommen zu lassen. Zum Beispiel, wenn deine Intuition schon lange schreit, so, ey, mach dir keine Sorgen, es läuft alles, ja, es braucht nur noch ein bisschen. Oder wenn deine Intuition dir zuschreit, hey, das ist die falsche Richtung. Mach hier einen Cut, da geht's nicht weiter, das ist eine Sackgasse, das ist eine Endlosspirale. Pack deine Sachen und zieh weiter. Das erkennt man aber nur, indem man sich mit dieser Situation konfrontiert, indem man offen und ehrlich mit sich ist und indem man, die Karte unterm Deck, sein Herz öffnet. Das ist manchmal das Einzige, was man tun kann oder beziehungsweise das Beste, das man tun kann, sich für das zu öffnen, was für einen bestimmt ist. Ob es nun deinem Wunsch entspricht, deinen Träumen entspricht oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber ich sage immer, es gibt irgendwo eine höhere Macht, nennen sie gerne Gott oder was auch immer, die einfach besser weiß, was gut für uns ist, für jeden Einzelnen von uns. Unser Ego, unser kleines, klitzekleines Ego, kann das gar nicht erfassen, diesen Umfang, dieses Wissen. Das ist meistens eine Art Tunnelblick, ja, umgeben von Scheuklappen und wir wollen haben und wir wollen, dass das klappt und wir wollen unbedingt diese Wohnung oder wir wollen unbedingt diesen Job oder diesen Partner.
Gott sieht und weiß, aber immer mehr als wir. In diesem Sinne, lass einfach laufen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.